Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing. Wir waren am vergangenen Wochenende beim zweiten VfV Classic Grand Prix in Oschersleben. Und was wir da erlebt haben, das seht ihr jetzt. Ja, wie bereits im letzten Video angesprochen, war der VfV Classic Grand Prix in Oschersleben der Saisonauftakt zur diesjährigen deutschen historischen Motorradmeisterschaft. Wir sind erstmalig mit 2 Motorrädern angetreten. Ich selbst, wie gewohnt, in der Klasse U mit der Yamaha RD 250 und erstmals mein Vater Michael mit der Can-Am Rotax 125 ebenfalls in der Klasse U. Organisatorisch verlief wieder alles einwandfrei. Das Wetter hat mitgespielt. Leider hatten wir an diesem Wochenende mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen. Bei Michaels Rotax haben sich während des ersten Trainings einige Reste der alten Tankversiegelung gelöst und somit Probleme bei der Benzinzufuhr verursacht. Das konnten wir dann aber recht schnell lösen, den Tank nochmal spülen und reinigen, so dass dann die weiteren Läufe eigentlich ohne Probleme verliefen. Bei mir selbst an der Yamaha sind übers Wochenende permanent Zündungsprobleme aufgetreten. Ich hatte Zündaussetzer, konnte nicht die volle Leistung abrufen, bin dadurch auch nicht an die Rundenzeiten des letzten Jahres rangekommen. Ja, dennoch habe ich das Beste draus gemacht, habe die Läufe gefahren, habe immer die Zielflagge gesehen, so dass es im Großen und Ganzen an dem Wochenende eigentlich nicht viel zu hadern gab. Ich habe euch ein paar Impressionen rund um die Veranstaltung anhand von ein paar Fotos eingefangen. Anschließend nehme ich euch in einem Onboard-Video wieder mit auf 2 Runden auf den Kurs in Oschersleben. Viel Spaß!
Ja, im Onboard-Video kam es nicht ganz so drastisch rüber. Gerade im zweiten Wertungslauf hatte ich mit dem wirklich schlechten Motorlauf wirklich zu kämpfen, konnte dann aber die Rundenzeiten wirklich nicht mehr halten. Es wurde von Runde zu Runde schlechter und ich war letzten Endes einfach nur froh, als ich die Zielflagge gesehen habe. Von der Punkteausbeute haben wir uns daher ein bisschen mehr erhofft, obwohl es in Ordnung war. Michael war über das gesamte Wochenende sehr, sehr gleichmäßig, hat leider im ersten Wertungslauf die letzte Runde einfach mal 4 Sekunden schneller gefahren, was ihn somit dann auf den 15. Rang geworfen hat. Bei mir selbst war es ein 4. Platz im ersten Wertungslauf. Im zweiten Wertungslauf war es dann genau umgekehrt. Michael war sehr gleichmäßig, hat den ersten Platz im zweiten Wertungslauf belegt, was den 7. Gesamtrang am Ende ergab. Bei mir, wie schon angesprochen, durch den immer schlechter werdenden Motorlauf wurden die Zeiten langsamer, so dass es bei mir im zweiten Wertungslauf nur der 14. Rang war, was mich insgesamt auf den 10. Platz zurückgeworfen hat in der Gesamtwertung. Aber letzten Endes hatten wir ein tolles Wochenende, es hat wirklich Spaß gemacht. Und zu Hause bin ich dann dem Problem auf den Grund gegangen. Ich habe es relativ schnell gefunden. Blöderweise hatten sich die 3 Schrauben der Grundplatte der Zündung losvibriert, so dass der Rotor der Zündung an einem der außenliegenden Kerne geschliffen hat, was somit Kurzschlüsse und somit die Zündaussetzer verursacht hat. Gleichzeitig scheint das auch die Ursache für den völlig verrückt spielenden Drehzahlmesser zu sein. Das ist ja bereits beim letzten Lauf in Hockenheim aufgetreten im vergangenen Jahr. Beim anschließenden Testlauf nach der Behebung dieses Zündungsfehlers lief der Drehzahlmesser wieder einwandfrei. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei der nächsten Veranstaltung wird. Eine Chance bekommt er noch. Ansonsten muss ich mich da nach einer Alternative umsehen. Eigentlich hatte ich noch geplant, ein paar Eindrücke und Stimmen aus dem Fahrerlager anhand von ein paar kurzen Videos zu sammeln. Da wir dann doch aber wegen den angesprochenen Problemen hin und wieder ein bisschen schrauben mussten und durch das ich noch meine 2 kleinen Söhne dabei hatte, die super viel Spaß hatten, die sehr interessiert waren, ist es leider ein bisschen untergegangen. Aber für die nächste Veranstaltung habe ich mir das fest vorgenommen, so dass dann der Rundumblick um die Veranstaltung ein bisschen ausführlicher ausfallen wird. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn ihr wissen wollt, wie die Saison für uns weiterhin verläuft, abonniert einfach unseren Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!